Also, was ist jetzt? Was willst du von mir? Hallo? Zunge verschluckt? Ich habe dich gesucht. Und gefunden. Und? Was machen wir jetzt? Ein Eis essen? Oder lieber Kino? Ich will dich tatsächlich näher kennenlernen. Das Foto habe ich von der Website der Klaus-Riegel Realschule. Sag mal, spionierst du mir hinterher? Es ist kompliziert, aber... Nee. Ist es nicht? Du verschwindest hier jetzt. Sonst ist ruckzuck die Polizei da. Du bist meine Schwester. Okay. Eben hast du gesagt, ich bin deine Schwester. Jetzt nur noch Halbschwester. Wenn ich dich noch 5 Minuten weiterreden lasse, sind wir dann gar nicht mehr verwandt? Ich weiß, das ist jetzt erstmal total schwierig zu verstehen. Aber nein, gar nicht. Psycho. Bella, warte. Ich hab hier noch einen Brief und dieses Foto. Ein Babyfoto. Das bist du. Ich habe das Foto von der Freundin deiner Mutter. Meine Mutter ist tot. Das ist bestimmt ein Schock für dich, aber die Frau, die du für deine Mutter hältst, die ist nicht deine Mutter. Jedenfalls nicht deine leibliche Mutter. Und mein Vater ist auch nicht mein Vater? Ja. Du wurdest direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Das steht alles hier drin. Bella, deine echte Mutter und mein Vater, die hatten eine Affäre. Da durfte keiner von wissen. Deswegen wurdest du weggegeben. Die Leute, bei denen du groß geworden bist, das waren deine Adoptiveltern. Ich weiß, das klingt alles total kompliziert. Aber nein, gar nicht. Bella, ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlst. Was meinst du, als ich erfahren habe, dass ich vielleicht eine Schwester habe? Das war der totale Hammer für mich. Hey, du, das ist doch klar. Ich meine, so eine neue Schwester, die kriegt man nicht jeden Tag. Jedenfalls deswegen war ich vorhin bei euch am Haus. Ich habe mich einfach nicht getraut, dir das gleich zu sagen. Okay, du bist bestimmt ein netter Mensch. Aber leider total durchgeknallt. Ich bin nicht deine Schwester, okay? Und jetzt hau endlich ab. Jetzt lies doch bitte wenigstens den Brief. Wenn du nicht sofort aufhörst, schrei ich. Geht doch. Aber wenn du vielleicht... Brauchst Hilfe, Mädel? Nein. Okay, ich lasse dich in Frieden. Aber eine letzte Sache noch. Hier. Dieses Kuscheltier, das habe ich als Baby geschenkt bekommen. Auf dem Foto ist genau das Gleiche. Das kann doch kein Zufall sein. Also erstens glaube ich nicht, dass ich das auf dem Foto bin. Und zweitens gibt es Tausende von diesen Kuscheltieren. Pass auf, du willst mich wirklich davon überzeugen, dass du keinen an der Klatsche hast. Und das ist dein gutes Recht, aber ich versuch's mal anders. Ich habe eine Familie. Und ich brauche ganz sicher keinen halbirren Stalker, der sich als mein Bruder ausgibt. Klar soweit? Klar. Okay. Bella! Das gehört dir. Ich habe hinten meine Nummer draufgeschrieben, nur für alle Fälle. Hey, du bist schon wieder zurück? Ja und? Ich dachte echt, sie wär's. Der Brief, Lumpi. Die hat nicht einen Augenblick drüber nachgedacht, ob da irgendwas dran sein kann. Die hat mich nur für bescheuert gehalten. Tja. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese Frau ist wirklich nicht deine Schwester und Clarissa hat gelogen, Oder sie ist es doch. Ich habe einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Christian, wie würdest du denn reagieren, wenn plötzlich ein wildfremder Typ vor dir steht, sagt, hey, ich bin dein Bruder, deine Eltern sind gar nicht deine Eltern?
Wie hast du denn reagiert, als du erfahren hast, dass du vielleicht eine Schwester hast? Ich war erstmal total von Socken. Aber auch neugierig. Okay, ich habe einfach so akzeptiert, dass meine ganze Vergangenheit einfach mal so mir nichts, dir nichts implodiert ist, aber da reagiert eben jeder anders. Wie soll man sowas jemandem auch auf eine schonende Weise beibringen? Ich schätze mal, erst als Einbrecher und dann als psychopathischer Stalker verdächtig zu werden, ist nicht gerade hilfreich. Dann sind wir wieder ganz am Anfang. Wenn du doch mal mit deiner Mutter redest? Auf keinen Fall. Aber an einer anderen Stelle muss ich weiter bohren. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder da bin. Ich will doch nur die Wahrheit wissen. Ich habe Ihnen doch bereits alles erzählt. Was wollen Sie denn noch? Sie haben mir noch nicht gesagt, wer Bellas Mutter war. Sie haben nur gesagt, sie ist eine Freundin von Ihnen und Charlie, aber wer ist diese Frau? Mit wem hatte mein Vater eine Affäre? Warum wollen Sie das unbedingt wissen? Weil ich eine Schwester habe, von der mir noch nie jemand was gesagt hat. Finden Sie nicht, ich habe ein Recht, die Wahrheit zu erfahren, genauso wie meine Schwester? Nein, das finde ich nicht. Weil diese Wahrheit nicht nur Ihr Leben, sondern auch das Leben Ihrer Mutter, Schwester und der Adoptiveltern in Frage stellen würde. Und glauben Sie mir, das wollen Sie nicht verantworten. Manchmal ist es besser, die Vergangenheit einfach ruhen zu lassen. Jetzt gehen Sie bitte. Hey, Hey, wo ist denn Christian? hinten beim Billard. Hat mir erzählt, in Tübingen war es nicht so teuer. Nee, Und? Hast du schon einen Plan, wie es weitergehen soll? ich war gerade noch mal bei deiner Oma. Ich dachte, vielleicht kann sie noch was über Bellas Mutter erzählen. Und? Keine Chance. Ich hatte sogar das Gefühl, Clarissa schützt sie. Naja, dann muss ich noch mal mit dir reden. Ach, vielleicht ist es wirklich besser, das Ganze zu vergessen. Also, ich habe keine Ahnung, ob die Frau, der ich heute begegnet bin, wirklich meine Schwester war oder nicht, aber eins weiß ich. Sie will definitiv nicht ihr bisheriges Leben in Frage stellen. Hat sie das so gesagt? In weniger schönen Worten, ja. Ich meine, vielleicht muss sie das erst mal sacken lassen. Sie gewinnt ja auch irgendwie was dazu. Ein Bruder vielleicht. Eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche. Vielleicht ist es wirklich besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Na, Entschuldigung, dass ich vorhin dann doch einfach so losgefahren bin. ist okay, mein Roller ist ja noch angesprungen. Was war denn überhaupt los? Du bist hier losgelaufen wie von einer Tarantel gestochen. Dieser Typ, der hatte was verloren, so ein Foto, und das habe ich ihm gebracht. Ja, aber du kannst ja nicht. Ich meine, dieser Typ, der hätte doch wer weiß was passieren können. Du machst dir zu viele Sorgen. Ich bin dein Vater, was erwartest du? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ja adoptiert. Was? Wie kommst du da drauf? Was, wenn du nicht mein Vater wärst? Du willst jetzt also einfach aufgeben? Ja, Und das kannst du einfach so? Ohne die Wahrheit über deine Schwester zu kennen? du und ich, das ist meine Wahrheit. Mehr muss ich nicht wissen. Natürlich ist das die Wahrheit. Du bist unsere Tochter. Wie kommst du bloß aus dem Unsinn? Es war doch nur so ein Gedanke, rein hypothetisch. Deine Mutter nicht so hören könnte. Hypothetisch. Ich mache uns was zum Abendessen. Du hast Ideen.